Im Jahr 2012 entdeckten Wissenschaftler etwas Seltsames in den Jahresringen uralter Zedern in Japan. Eine plötzliche, massive Erhöhung des Kohlenstoff-14-Gehalts. Nichts in den Aufzeichnungen erklärte es. Kein bekannter Sonnensturm, keine Supernova in der Nähe. Erst Jahre später einigten sich Forscher auf eine Erklärung. Ein kosmisches Ereignis von unvorstellbarer Stärke hatte die Erde getroffen. Irgendwann im Jahr 774 nach Christus. Wir nennen es heute das Miyake-Ereignis. Und bis heute wissen wir nicht genau, woher es kam. Das ist nicht der Anfang einer Science-Fiction-Geschichte. Das ist Wissenschaft. Dokumentiert. Belegt. In Baumringen eingefroren. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das, worüber wir heute sprechen, noch näher ist. Noch bekannter. Und gerade jetzt, in diesem Moment, aktiver als seit Jahren. Sonnensturm. Geomagnetischer Sturm. Solares Maximum. Diese Begriffe begegnen uns gerade überall. Manche stellen sie als Weltuntergangsszenarien dar. Andere winken ab. Beides ist falsch. Schauen wir gemeinsam hin. Was passiert da wirklich? Was bedeutet es? Und was könnte im schlimmsten Fall tatsächlich passieren? Fangen wir mit dem an, was wir täglich sehen, ohne es wirklich zu sehen. Die Sonne. Dieses ruhig wirkende, warm leuchtende Ding am Himmel. Das Licht, das morgens durchs Fenster fällt. Der Grund, warum Pflanzen wachsen, warum wir überhaupt existieren. Aber dahinter verbirgt sich etwas, das mit Ruhe oder Sanftheit absolut nichts zu tun hat. Die Sonne ist ein nuklearer Reaktor von einer Größe, die unser Gehirn nicht wirklich verarbeiten kann. Würde man die Erde hineinstecken, hätte man Platz für mehr als 1 Million davon. In ihrem Kern werden ununterbrochen Wasserstoffatome zu Helium verschmolzen. Dieser Prozess setzt Energie frei. Mehr Energie, als wir mit irgendeiner menschlichen Maßeinheit sinnvoll beschreiben können. Und er ist nicht immer stabil. Manchmal baut sich in bestimmten Regionen der Sonnenoberfläche ein extremer Druck auf. Magnetische Felder verknoten sich. Und dann entlädt sich das alles in einem Bruchteil einer Sekunde. Explosionen, die dutzende Male größer sind als die gesamte Erde. An den Stellen, an denen diese Entladungen die Oberfläche durchbrechen, kühlt sich das Plasma kurzzeitig ab. Es entstehen dunkle Flecken, Sonnenflecken. Astronomen beobachten sie seit Jahrhunderten. Und sie haben dabei etwas Bemerkenswertes festgestellt. Diese Flecken erscheinen nicht zufällig. Sie folgen einem Rhythmus. Alle 11 Jahre erreicht die Sonnenaktivität einen Höhepunkt. Wir nennen das solare Maximum. Und genau dieses Maximum durchleben wir gerade im Jahr 2026. Ursprünglich hatten Wissenschaftler erwartet, dass der Höhepunkt des aktuellen Zyklus, des 25. Sonnenzyklus, im Jahr 2025 eintreten würde. Aber die Sonne hält sich nicht an Terminkalender. Der Zyklus entwickelte sich früher und intensiver als vorhergesagt. Solche Abweichungen sind nicht ungewöhnlich. In der Vergangenheit hat ein Zyklus statt 11 Jahren manchmal 14, manchmal 10 Jahre gedauert. Was uns das sagt? Wir befinden uns mitten in einer Phase erhöhter solarer Aktivität und niemand kann mit absoluter Sicherheit sagen, wann genau der Scheitelpunkt erreicht ist. Was kommt also auf uns zu? Was schickt die Sonne tatsächlich zu uns? Es gibt 2 grundlegende Arten von solaren Ereignissen, über die wir sprechen müssen. Das erste ist die Sonneneruption, manchmal auch Sonnenblitz oder Solarflare genannt. Stellen Sie sich vor, ein riesiger Knoten aus magnetischer Energie löst sich plötzlich auf. In Sekundenbruchteilen wird eine Menge Energie freigesetzt, die der Stärke von Milliarden Wasserstoffbomben entspricht. Ein blendender Ausbruch aus Licht und Teilchen schießt ins All. Das Beunruhigende daran: dieser Ausbruch bewegt sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit. Er kann die Erde in etwa 20 Minuten erreichen, so schnell, dass keine Warnung der Welt rechtzeitig ankäme. Das zweite Ereignis ist der koronale Massenauswurf. Auf Englisch Coronal Mass Ejection, kurz CME. Das ist das eigentlich Gefährliche. Stellen Sie sich eine riesige magnetisierte Wolke aus geladenen Teilchen vor. Milliarden Tonnen Plasma, das sich wie ein Schneeball durch den Weltraum bewegt. Ein kosmischer Katapult, der diesen Schneeball direkt auf die Erde feuern kann.
Die Reise dauert je nach Intensität zwischen 1 und 3 Tagen. Zeit genug, um zu warnen, wenn die Warnsysteme funktionieren. Aber nicht immer genug, um wirklich zu reagieren. Wenn dieser Plasmaball auf das Magnetfeld der Erde trifft, beginnt das, was wir geomagnetischen Sturm nennen. Das Magnetfeld der Erde ist unser Schutzschild. Es lenkt kosmische Strahlung und solare Teilchen ab, die uns sonst direkt treffen würden. Ohne es wäre die Erdoberfläche unbewohnbar. Aber dieses Feld ist nicht unzerstörbar. Ein starker koronaler Massenauswurf kann es verformen, stauchen, destabilisieren. Und das hat Folgen. Um die Stärke eines geomagnetischen Sturms zu messen, verwenden Wissenschaftler den sogenannten DST-Index, Disturbance Storm Time. Er wird in Nanotesla gemessen, einer Einheit für magnetische Feldstärke. Je weiter der Wert ins Negative fällt, desto stärker der Sturm. Ein Wert von -250 Nanotesla gilt bereits als extrem stark. Zum Vergleich: Das stärkste jemals gemessene geomagnetische Ereignis in der modernen Geschichte, der Sturm vom Mai 2024, erreichte Werte um die -400 Nanotesla. Und das Carrington-Ereignis von 1859, der historische Maßstab für solare Extreme, wird auf etwa -850 Nanotesla geschätzt. -850. Das ist mehr als 3-mal so stark wie das, was wir bereits als extrem einstufen. Was passierte damals? Die gesamte Telegrafeninfrastruktur der Welt brach zusammen. Funken schossen aus den Geräten. Operatoren wurden durch ihre eigenen Maschinen elektrisiert. Papier fing Feuer. Und über weite Teile der Welt, weit jenseits der Polarregionen, leuchteten Polarlichter so hell, dass Menschen mitten in der Nacht aufwachten und dachten, es sei Morgen. Vögel begannen zu singen. Manche Menschen knieten nieder und beteten. Die Telegrafentechnik von 1859 war primitiv im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Genau das ist der Kern des Problems. 1989 traf ein geomagnetischer Sturm, deutlich schwächer als das Carrington-Ereignis, das Stromnetz der kanadischen Provinz Quebec. Innerhalb von 92 Sekunden brach das gesamte Netz zusammen. Mehr als 6 Millionen Menschen waren tagelang ohne Strom. Transformatoren schmolzen. Manche konnten erst nach Monaten ersetzt werden. Das war 1989. Mit der Infrastruktur von 1989. Heute sind wir vernetzter, digitaler und abhängiger als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Was würde also passieren, wenn morgen ein Ereignis in der Größenordnung des Carrington-Sturms die Erde träfe? Beginnen wir mit dem Offensichtlichen, den Stromnetzen. Moderne Hochspannungstransformatoren sind extrem anfällig für die induzierten Ströme, die ein starker geomagnetischer Sturm erzeugt. Diese Geräte sind nicht kurzfristig zu ersetzen. Die Herstellung dauert Monate, manchmal Jahre. Ein flächendeckender Ausfall der Stromversorgung in Europa oder Nordamerika wäre nicht eine Frage von Stunden, sondern von Wochen, Monaten. Experten schätzen, dass die Behebung der Schäden nach einem extremen Ereignis bis zu 10 Jahre dauern könnte. Aber Strom ist nur der Anfang. GPS. Dieses System, das wir für selbstverständlich halten, das uns nicht nur sagt, wo wir sind, sondern das gesamte moderne Leben koordiniert. Flugzeuge navigieren damit. Schiffe halten damit Kurs. Logistikzentren organisieren damit Lieferketten. Finanzinstitutionen synchronisieren damit Transaktionen auf die Nanosekunde genau. Rettungsdienste finden damit Unfallorte. Feuerwehren koordinieren damit Einsätze. GPS funktioniert über Satellaten. Und Satellaten sind extrem empfindlich gegenüber solaren Teilchenstürmen. Die NASA hat in einem Bericht aus dem Jahr 2007 die Schäden an Satellitensystemen durch ein extremes Sonnenereignis auf 30 bis 70 Milliarden Dollar geschätzt. Allein für die Satelliten, ohne die Folgekosten dessen, was passiert, wenn diese Satelliten nicht mehr funktionieren. Ohne GPS keine Flugnavigation, keine präzise Schifffahrt, keine synchronisierten Finanztransaktionen, kein koordinierter Katastrophenschutz. In einer Welt ohne GPS wären Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei auf analoge Methoden angewiesen, die viele Einsatzkräfte heute kaum noch kennen. Dann wäre da noch die Kommunikation. Mobilfunknetze,
Satellitenkommunikation, Kurzwellenverbindungen. All das kann durch einen starken geomagnetischen Sturm für Stunden, Tage oder länger ausfallen. Und das in einer Welt, in der wir nicht mehr wissen, wie man ohne Smartphone kommuniziert. Stellen Sie sich das konkret vor. Kein Licht, keine Heizung, kein Internet, kein Telefon, kein GPS, keine funktionierenden Geldautomaten, Kühlhäuser, die ausfallen und damit Lebensmittelvorräte, die innerhalb von Tagen verderben. Krankenhäuser, die auf Notstromaggregate umschalten müssen, für Stunden, nicht für Wochen. Und das alles gleichzeitig, global, ohne dass eine Kamera irgendwo auf der Welt noch funktioniert. Wirtschaftlich sprechen Experten im schlimmsten Szenario von einem globalen Schaden von bis zu 20 Billionen $. Zum Vergleich, das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands beträgt etwa 4 Billionen $ pro Jahr. Aber, und das ist wichtig, das ist das Extremszenario. Forscher schätzen, dass ein Ereignis in der Stärke des Carrington-Sturms statistisch gesehen etwa alle 500 Jahre vorkommt. Das bedeutet nicht, dass es nicht morgen passieren kann, aber es bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für den aktuellen Sonnenzyklus überschaubar ist. Die Messdaten des laufenden Zyklus deuten nicht auf ein historisch beispielloses Ereignis hin. Was nicht heißt, dass wir nichts zu befürchten hätten, aber es heißt, dass die dramatischsten Szenarien, die derzeit kursieren, die Realität überzeichnen. Und es gibt tatsächlich gute Nachrichten. Die Welt ist heute besser auf solare Extremereignisse vorbereitet als jemals zuvor. Frühwarnsysteme existieren. Satelliten wie der Solar and Heliospheric Observatory, kurz SOHO, beobachten die Sonne rund um die Uhr. Bei einem koronalen Massenauswurf hätten wir zwischen 1 und 3 Tagen Vorwarnzeit. In dieser Zeit könnten Transformatoren vom Netz genommen, Satelliten in sichere Betriebsmodi versetzt und kritische Systeme abgeschirmt werden. In einigen Ländern existieren bereits konkrete Notfallpläne für genau dieses Szenario. Das ändert aber nichts an einer grundlegenden Wahrheit. Wir leben auf einem Planeten, der von einer 1,4 Millionen Kilometer großen Kernfusionsmaschine abhängig ist. Diese Maschine ernährt uns, wärmt uns, lässt Pflanzen wachsen und sie ist gleichzeitig in der Lage, innerhalb von Stunden die gesamte technologische Zivilisation, die wir in den letzten 200 Jahren aufgebaut haben, ernsthaft zu gefährden. Wenn wir alle Planeten und alle Materie unseres Sonnensystems zusammenzählen, macht die Sonne davon über 99% aus. Wir sind buchstäblich der Rest, das winzige Überbleibsel. Und wir leben von der Gnade dieses Übergewichts. Die alten Kulturen, die die Sonne verehrten, die Ägypter mit ihrem Ra, die Azteken mit Tonatiuh, die Inkas mit Inti. Sie kannten die Physik nicht. Aber sie spürten instinktiv etwas Richtiges. Dass da oben etwas ist, von dem alles abhängt. Etwas Gewaltiges. Etwas Unberechenbares. Etwas dem gegenüber Demut angemessen ist. Und dann ist da noch etwas, das selten erwähnt wird. Sonnenstürme sind nicht die einzige kosmische Bedrohung. Das Miyake-Ereignis von 774 nach Christus, jenes Phänomen, das in den Jahresringen japanischer Zedern entdeckt wurde, übertraf in seiner Intensität alles, was wir je mit modernen Instrumenten gemessen haben. Und seine Ursache ist bis heute nicht vollständig geklärt. Möglicherweise war es ein außergewöhnlicher Sonnensturm. Möglicherweise etwas anderes, eine Gammastrahlenexplosion in einem fernen Sternsystem, deren Ausläufer uns trafen. Wir wissen es nicht. Was wir wissen, das Universum ist voller Energiequellen, die wir noch nicht vollständig verstehen. Und wir sitzen mittendrin. Das alles zu wissen und trotzdem morgens aufzustehen, Kaffee zu kochen, zur Arbeit zu fahren, Kinder aufzuziehen, Pläne zu machen. Das ist eigentlich eine erstaunliche Leistung der menschlichen Psyche. Wir verdrängen das Ausmaß unserer kosmischen Verwundbarkeit. Nicht, weil wir dumm sind, sondern weil wir sonst nicht funktionieren könnten. Aber ab und zu, wenn die Nachrichten von Sonnenstürmen sprechen, wenn Polarlichter über Deutschland leuchten, wenn Satellitensignale kurz flackern, lohnt es sich, innezuhalten. Nicht um Angst zu haben, sondern um zu verstehen, auf welch wunderbarem, zerbrechlichem, einmaligem Planeten wir hier leben. Es gibt keinen zweiten, kein Backup, kein Ausweichquartier.
Was wir haben, ist dieser Ort, diese Atmosphäre, dieses Magnetfeld, das uns schützt, diese Sonne, die uns nährt und gleichzeitig bedroht. Und einander. Das ist alles. Und das ist genug, wenn wir es nicht für selbstverständlich halten. Bis zum nächsten Mal. Es ist gut, dass es Sie gibt. Auf Wiedersehen.